Der NIO ES8 ist bisher eines der wenigen chinesischen Autos, die man aktuell auch in Europa oder genauer in Norwegen kaufen kann. Und das elektrische SUV mit Wechselbatterie soll sehr bald auch nach Deutschland kommen. Alles, was man zum NIO ES8 aktuell wissen kann und wie genau die Wechselstationen funktionieren, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Ja, ich weiß, super viele NIO-Videos. Ich wollte auf jeden Fall zu jedem NIO-Fahrzeug eins machen und das war's auch erstmal. Mehr Autos gibt es aktuell von NIO eh nicht. Außerdem hat mich ein Zuschauer aus China angeschrieben und einen detaillierten Einblick in die Wechselstationen vor Ort gegeben. Dazu aber später mehr. Das Design ist modern und entspricht den optischen Wünschen der europäischen Kunden. Das ist kein Zufall, denn man hat sich dazu entschieden, den NIO ES8 in einer speziellen Europa-Version an den Start zu bringen. Das Design wurde in München entwickelt und die Produktion findet in China statt. Auffällig ist die sehr markante Front mit dem großen X-Bar-Kühlergrill, der durch ein auffälliges Chromelement an der Motorhaube und den Scheinwerfern abgegrenzt wird. Die Scheinwerfer sind sehr schmal gebaut, das NIO-Logo sitzt mittig auf der Motorhaube. Am Heck sind die Rücklichter mit der Heartbeat-Signatur zu erkennen, die sich von der Seite in die Mitte des Kofferraumdeckels ziehen. Hochwertige Materialien zeichnen den Innenraum aus. Nappa-Leder hüllt einen Großteil des Innenraums ein, einschließlich des Armaturenbretts und der oberen Teile der Türen. Die vielleicht größte Überraschung ist die Art und Weise, wie NIO das Handschuhfach gegen eine herunterklappbare Fußstütze ausgetauscht hat, um den Beifahrer mehr Beinfreiheit zu bieten. Der elektrisch verstellbare Sitz geht viel weiter zurück als bei einem Model X zum Beispiel, sodass sich die vorderen Fahrer um die Kinder im Fond kümmern können. Im Gegensatz zu vielen angeblich siebensitzigen SUVs können Erwachsene auch in der dritten Reihe Platz nehmen, obwohl die Kopffreiheit begrenzt ist. Diese Sitze lassen sich über eine einfache Entriegelung flach mit dem Kofferraumboden zusammenklappen, wodurch der Gepäckraum vergrößert wird. Funktionen wie die Massagesitze und die Klimaregelung werden vom KI-Helfer Nomi, der oben auf dem Armaturenbrett sitzt, per Sprachsteuerung aktiviert. Derzeit versteht Nomi jedoch nur Chinesisch und muss für europäische Käufer angepasst werden. Mit 5,2 Meter Länge, 1,96 Meter Breite und 1,75 Meter Höhe macht der NIO ES8 durchaus auch in Gesellschaft eines BMW iX Eindruck. Und ein im Prinzip doch recht wuchtiges Tesla Model X auf dem Parkplatz wirkt neben dem China-Import fast ein wenig zierlich. Nahezu auf das Gramm identisch ist das Leergewicht des NIO ES8 zum Tesla. 2460 Kilogramm geben die Chinesen an, 2459 Kilo wiegt das Model X. Model X und ES8 sind zudem nicht nur gleich groß und gleich schwer, beide sind auch siebensitzig sowie mit Allrad ausgelegt. Außerdem weisen beide atemberaubende Leistungsdaten aus. Während Tesla seinem Basis-Model X zwei E-Motoren mit einer Maximalleistung von 670 PS mitgibt, liegt NIO mit 400 kW oder 534 PS und 725 Newtonmeter Gesamtleistung allerdings etwas dahinter. Die Power des China-Riesen soll reichen, um von 0 auf 100 km/h in nur 4,9 Sekunden zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und die Reichweite soll 375 Kilometer mit der 75 Kilowattstunden Batterie und 500 Kilometer mit der 100 Kilowattstunden Batterie betragen. Alles nach NEFZ. Das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 310 Liter siebensitzig, 871 Liter fünfsitzig und 1861 Liter mit umgeklappter Rückbank. Der NIO ES8 wird sicher dem ET7 den Vortritt in Deutschland lassen und erst 2023 auf den Markt kommen. In Norwegen gibt es ihn schon seit September letzten Jahres. Und dort kann man den elektrischen SUV ab 60.000 € kaufen. Dann nehme ich mal an, werden die Preise hierzulande ähnlich starten. Um das Nachladen für den Kunden so bequem und sorglos wie möglich zu gestalten, hat NIO in China Akkuwechselstationen errichtet. So wie wir zur Waschanlage fahren, steuern NIO-Kunden in China eine Tauschstation an. Aber wie funktioniert das im Detail und vor allem im echten Leben? Der Project Drive-Zuschauer Thomas aus China hat sich bei mir gemeldet und mir die Realität nahegebracht und die scheint mehr als interessant zu sein. Thomas lebt also in China und hat dort einen NIO EC6. Zum EC6 habe ich auch ein Video gemacht, das findet ihr in der oberen rechten Bildecke. Man müsse noch nicht einmal aussteigen, erzählte Thomas, und er hat auch direkt ein Video von sich und seinem Wechselvorgang hinterhergeschickt. Bevor man zur Station fährt, wählt man in der App oder im Fahrzeug erstmal die nächstgelegene aus.
Wenn man die 75 Kilowattstunden Batterie besitzt und weiß, dass man beispielsweise am nächsten Tag eine längere Strecke fahren muss, kann man sich die nächstgrößere auswählen. In Thomas' Fall hat er sich die 100 Kilowattstunden Batterie vorreserviert und macht sich nun auf den Weg. An der Wechselstation angekommen, musste er 5 Minuten warten, weil vor ihm schon jemand anderes einen Wechselvorgang durchführte. Nun ist auch er an der Reihe und das Fahrzeug zeigt ihm mit Augmented Reality über die Bildschirme im Fahrzeug an, wohin genau er sich stellen muss. Hat er sich vor der Station ausgerichtet, fährt der NIO vollkommen selbstständig und automatisch in die Station. Es ist auch immer ein Mitarbeiter in der Station selbst, der die Prozesse überwacht und auch gleichzeitig als Ansprechpartner fungiert. Weitere 5 Minuten später ist die Batterie ausgetauscht und Thomas konnte seine Fahrt beginnen. Das bedeutet, wäre keiner vor Thomas gewesen, dauert der Batterietausch insgesamt 5 Minuten. Das ist echt schnell und ich bin schon sehr gespannt, wie das bei uns funktionieren wird. Der NIO ES8 aus China hat gute Karten auch unter den Augen von europäischen Kunden zu bestehen. Der ES8 bietet neben viel Platz, viel Komfort und sportlichen Fahrleistungen technische Innovationen wie das Sprachbediensystem Nomi. Nebenbei verspricht NIO dank Akkuwechselstationen und Servicenetz ein ganz neues Kundenerlebnis. In Deutschland geht es den aktuellen Plänen nach mit dem Produktionsbeginn des NIO ET7 los, dem ersten Elektroauto mit Feststoffbatterie. Von den Chinesen wurde der deutsche Marktstart für Ende 2022 zwar angepeilt, es läuft aber darauf hinaus, dass der NIO ES8 erst Anfang nächsten Jahres kommt. Aber wie findet ihr den NIO ES8 und das Wechselstationenkonzept? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.